Caedreal hat den E-Sport announced. Schau dir mal das 4-Minuten-Video an. Ja, jetzt schauen wir uns das Caedreal-Announcement an. Okay, warte, dann lass zusammenschauen. Wo hat er das denn announced? I'm starting a League of Legends team. Los I'm Ratrolos. starting an esports team. Wollen wir das Video reingehen? Bist Ja, du drin, ja, Werbung? wir gehen ins Video rein. Let's go. Okay. I'm starting an esports team in League of Legends. Yeah. Some of you might be surprised. Some of you might have already kind of gotten the hints over the last few months on the stream. And I think some of you are probably going to try and click through the stream to find what the roster is. So I'll tell you straight away. We'll get into it now. No faffing about. The roster is the Bausffs top lane, Velja in the jungle, Nemesis mid lane, Crownie AD carry, and Rekkles on support. Das ist insane. I'll be Holy shit. Das ist crazy, oder? and the team name Hi, is coach. Los Ratones. We might bring on more staff in the future when it comes to like analysts and other That's coaches and schon people krank. around us, but that's the main core right now. I've got a little notebook to run you through the things that I can say and the things that I can't say. So bear with me as I like start looking down all the time. Yeah, I had a lot of options for 2024 moving into 2025. There was definitely like one big project that I wanted to do to try and contribute to the scene. The three avenues that I could have gone down for 2025 one of them was the SLC, which is essentially was going to be the Streamer League Championship, where I was going to get like 8 to 10 creators from across Europe to make their own teams. Similarly. Jetzt, wo er das anspricht, das war meine große Hoffnung. Habe ich mit ihm auch drüber gesprochen. Das hätte ich wahnsinnig gern gemacht, dieses Projekt. Die Streamer League? Ja, das stand ja aus. Leider ist die nicht zustande gekommen. Similar to the Kings League Weißt model, du, warum if die you nicht are zustande familiar with gekommen it. ist? Unfortunately, it was a bit too hard to pull off. One of the other avenues was an NA Challenger team, but I don't really know the region that well, and the time zones were a bit tricky, but the promotion spot, the LCS, was quite enticing. So I decided to go for making a team here in Europe, and yeah, it was such an easy process with these guys. It was kind of like making a 5v5 ranked challengers team if you're an old school league player. And everyone was just really excited to get started and make the team. And the idea behind this was, how do we make a team that's competitive, but also really fun for you guys and good content to be able to watch? We didn't want to make a team with 5 ex-pro players that would just win the league. I think that's a bit boring. We didn't want to make a team that was 5 content creators because... Ey, es sind legit 4 Pro-Player. They might not be einzige- Irgendwie die Leute, die downplayen immer ihre team that Teams was und da competitive hauen and mal das fun. Content-Team drauf, So obwohl for die that komplett reason, insane one alle of the sind. main things that's going to be happening The next fuck? year is all of our scrims will be public. And when I say all of them, I mean, yeah, pretty much everything will be public, including feedback sessions from, you know, reviews and running through different strategies or whatever. Obviously, some of it will be behind closed doors, the ones that are really important on match days and stuff. And if we scrim an LEC team, for example, they probably will request us to not stream the scrims, but the majority of what we will do will be public. Das ist so So geil, how the auch für roster uns. gets formed, Ne? I mean, Ich habe mit ihm schon they're all geschrieben. just like Wir homies. können auch scrimmen gegen die, wenn wir wollen. Geil. You know, Dort they're all gegen like Rekkles friends, auf der which was like Botlane a really sehen. awesome way to start off. Viel Spaß auf Bot gegen I die. did want one rookie on the roster at least. Gegen- And Velja is a player who maybe a lot of you are not familiar with. He broke the record for one of the highest win rates in Challenger recently. And I think he's a person that no one's really given him a big ERL chance yet. Das ist falsch. Der war schon bei den EO Masters auch. Für die Baltics. Also der ist nicht So ein he's voller someone that we Rookie. really want to work with Aber and Velja try ist and grow extrem to gut, become a auf jeden strong Fall. player in the next Extrem year, join the talentiert. LEC in the future. And Freut of mich auch course, für ihn. Bausffs, Ja. the Inter, a lot of people are going to be like, Caedreal, Bausffs is going to run it down. His style is inting. How's that going to work in pro play? We're going to fine tune a few things here and there. I don't want to change his style too much. And I think a lot of you, if you know the Bausffs, you'll know that he has really good mechanics. And I think that if we just kind of hone and fine tune those skills, I think he'll be absolutely fine. We're not sure which league we're going to play in yet. There's one which we're kind of looking at. Nothing's locked in yet, so we're still figuring out what we're going to do. But we will be competing next year. When it comes to long-term goals, I'm not too sure. We're going to take it step by step. Die Obviously, we wissen want noch to nicht, reach in welcher the Liga sie pinnacle of spielen. Europe Ich dachte, and das the wäre schon highest gesetzt mit der competition, NCL. But how we get there yet is kind of undetermined. But we got to start off somewhere, and this is how we'll start. So I hope you guys are excited. If you think this roster's crazy or any of the things that I've said are crazy so far, we've got a few other things that you're going to see over the next few weeks, which you might think are even crazier. I can't reveal Caedreal anything ist eine yet, Maschine. but just stay tuned for some pretty crazy news. I'm going to give this project my all. I've always wanted to like find a way to start a team, and I feel like I'm in a place right now where I have the capability to do that. And most of that reasoning is because of you guys, because of your support to the stream and your support to all the content that I've been making over the last few years has allowed me to have
this kind of level of platform to be able to start these kind of projects. So thank you so much to you. I hope you support me and all of us Das ist and the echt players sehr nice. Das wird richtig on our cool zum journey next Zuschauen. year through all the competition. Ich freue mich. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr cool wird zum Zuschauen. Sehr, 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 sehr nice, Mann. Let's go. Der gute alte Caedreal. Ist das NNO-Roster schon bekannt? Nein. Aber es ist auch immer noch nicht bekannt, ob wir spielen können oder nicht. Oder in welchem Rahmen wir spielen können oder nicht. Es ist nur bekannt, dass wir Prime, also unser NNO Prime aufhören. Das ist aber ein crazy Stack, das Team. Also wenn die in die NCL gehen, dann sind sie auf jeden Fall unterfordert. Die müssten in die LFL oder so müssen die gehen, glaube ich. Damit es spannend wird für sie. Aber ich glaube, LFL können sie nicht gehen. Haben sie 2 Franzosen? Nee, ne? LEC wäre doch was? Nein, ich glaube nicht, dass das ist. Bin mal gespannt, wie bei dem auf Business-Side das aussieht. Ich hoffe, er macht smarter als wir. Aber da vertraue ich Caedreal, dass er das besser hinbekommt. Ist das der größte League-Streamer? Caedreal? Caedreal ist der größte League-Streamer, ja. Ich meine, das ist halt immer so, das ist halt, wisst ihr, die Sache ist, größter League-Streamer ist immer so eine Sache. Der macht halt über Casting, ich weiß nicht, was seine normalen Zuschauerzahlen sind. Ich weiß nicht, ob Tyler Wonder größer ist oder so, aber über Casting ist er der größte, der hat 300.000 Zuschauer. Aber ich weiß halt nicht, also, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer er halt sonst hat. Ja, das ist, wisst ihr, das ist Co-Casting, wenn du, also das ist natürlich, ich weiß nicht, wie seine normalen Leagues sind, aber ich glaube, dass das Team ist halt insaner Banger, ne? Rekkles ist, glaube ich, immer noch der bekannteste europäische Spieler? Spieler, nicht Streamer, Spieler? Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Ja. Wahrscheinlich, oder? Ja. Der hat schon insanes Following halt. Ja. Vielleicht ist es mittlerweile Caps oder Jankos. Wahrscheinlich Caps actually, no? Weil Caps auf Social Media eigentlich nicht so krass ist. Ja, aber jeder kennt ihn halt. Das ist halt der Faker, ne? Vor allem jetzt auch mit World Championship und T1, das hat safe nicht geschadet, sag ich jetzt mal. Okay, ja, nee, aber jetzt ganz kurz nochmal drüber nachdenken. Also, Rekkles ist wahrscheinlich der bekannteste. Ich glaube, Bausffs ist der größte League, halt Streamer, wenn es um Gameplay geht. Und dann hat er halt lauter so halt insane Profis, ne? Ich weiß gar nicht, also, wer ist denn der größte Gameplay? Ich glaube, es ist Bausffs. Nach wie vor. Ich glaube auch. Also ich wüsste jetzt auch sonst niemanden. Bausffs ist halt auf YouTube hat der insane Zahlen. Der hat irgendwie 600.000 Klicks pro Video. Aber Gameplay ist so ein bisschen, Tyler ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner geworden mit Gameplay. Ich glaube, Gameplay ist nicht mehr so beliebt. E-Sport ist halt, ich glaube legit, ich glaube, aus Caedreals Sicht macht das auch sehr viel Sinn, weil er halt ja mittlerweile kein Gamer mehr ist selber, sondern weil er halt in die Richtung Pro-Streaming geht. Na, dann noch mehr zu casten. Also LL Stylish hat mehr Abos. Wisst ihr, Abos sind fucking useless. Das ist genauso wie, oh, du hast mehr Follower, bro. Who the fuck cares? Das geht halt um deine also wie viele Zuschauer wirklich reinkommen. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Fake